Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 4. Vortrag aus unserer Webinarreihe. Mein Name ist Doriana Meuthen, ich bin Teil des Vertriebsteams am Standort in München und wir möchten Ihnen heute im Rahmen dieses Webinars eine Einführung in unser Vigio Web geben. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Katharina Lachenmeier und ich unterstütze das Solutions Team in München. Was erwartet Sie jetzt heute? Wir haben unser Webinar in 3 Themenblöcke aufgeteilt. Im ersten Teil schauen wir uns einerseits die Oberfläche an und geben Ihnen auch schon einen ersten Funktionsüberblick und wir zeigen Ihnen auch, wie Sie Daten ins Vigio Web importieren können. Im zweiten Teil dreht sich alles um die Visualisierung Ihrer Daten und auch um die Editierung innerhalb des Systems. Zum Schluss gehen wir dann noch auf die Analysen ein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dann eben Ihre Analyseergebnisse auch exportieren können wieder. Und Ziel des Webinars ist es, Ihnen einen fundierten ersten Eindruck über unsere Vigio Web Software zu geben. Das Ganze haben wir anhand von Fragen, die uns immer wieder in Schulungen und eben auch in Gesprächen über den Weg gelaufen sind, aufbereitet. An der Stelle möchte ich Sie auch noch darauf hinweisen, dass Sie natürlich gerne auch Fragen in den Chat stellen können. Wir werden dann im Anschluss an dieses Webinar auf Ihre Fragen eingehen. Jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil. Wir schauen uns jetzt mal das Fundament an, nämlich die Benutzeroberfläche. Katharina, kannst du uns zeigen, wie wir uns im ersten Step mal einloggen und dann in der Vigio Web Anwendung auch zurechtfinden? Sehr gerne. Vielen Dank für den Überblick. Ich wechsle hierzu mal in unsere Oberfläche. Sie sehen hier schon gleich unsere Login-Oberfläche, wo Sie hier Ihren Benutzernamen und das Passwort eintragen können und mit Klick auf Anmelden kommen Sie auch schon in unsere Anwendung. Hier sehen Sie komplett zentral unser Kartenfenster und oben drüber das Menüband, wo sich alle unsere Funktionen befinden, die wir Ihnen heute zeigen werden. Sie können mit gedrückter linker Maustaste können Sie den Kartenausschnitt verschieben. Mit dem Mausrad können Sie in die Karte hineinzoomen und auch wieder hinauszoomen. Und wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und mit der linken Taste auch ein Fenster aufziehen, können Sie auch genau an diese Stelle hinzoomen. Bevor wir aber jetzt richtig anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Hier über diese 3 Punkte kommen Sie in die Einstellungen. Hier finden Sie das Handbuch, wo nochmal alle Funktionen detailliert beschrieben stehen. Hier können Sie auch, sofern es notwendig ist für Sie, eine andere Sprache einstellen. Sie finden nochmal genauere Informationen über das Vigio Web, wie zum Beispiel die Version. Und auch hier können Sie einstellen und entscheiden, welche Dateninhalte Sie in der Tabelle sehen möchten. Dazu komme ich aber später nochmal genauer. Ja, jetzt hast du uns schon einen guten Überblick gegeben. Jetzt sehe ich in der Kopfzeile die Adresssuchzeile. Wäre es möglich, dass wir da jetzt mal eine bestimmte Adresse eingeben, zum Beispiel unseren Firmensitz, die Belgradstraße 59 in München? Sehr gerne. Hier gebe ich einfach mal ein. Und Sie sehen hier schon, es passiert eine Autovervollständigung. Ich muss gar nicht den kompletten Text eingeben. Ich gebe hier jetzt nur noch die Hausnummer ein und Sie sehen, die Adresse, die gewünschte Adresse, die ich suche, wird hier auch schon gefunden. Wenn ich hier draufklicke, zoomen wir an diese Stelle heran und der orange Pin zeigt mir, wo sich die Adresse befindet. Kann ich jetzt auch direkt in der Karte eine Adresse suchen, weil manchmal ist der PIN nicht ganz richtig gesetzt oder in einem Neubaugebiet gibt es ja vielleicht dann auch noch nicht die Adresse? Ja, das kann ich auch machen. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich die Adresse nicht kenne, aber weiß, wo sich der Punkt befindet, kann ich mit lang gedrückter Maustaste in die Karte reinklicken und dann sehe ich schon, dass auch hier der orange Pin erscheint und oben in der Adresssuchzeile wird mir die Adresse angezeigt. So weiß ich dann, um welche Adresse es sich handelt. Und jetzt haben wir schon die Grundfunktionen unseres Vigio Webs gezeigt. An diesem Punkt kommen die Daten ins Spiel. Die Daten bilden das Herzstück eines jeden Geoinformationssystems, auch von unserem Vigio Web. Denn ohne Daten haben wir zwar eine hübsche Oberfläche, können die Funktionen aber nicht richtig nutzen. Nur mit Ihren internen und auch externen Daten können Sie fundierte Analysen starten. Aber dazu kannst du uns jetzt mehr erzählen. Ja, ganz genau. Was sind denn jetzt raumbezogene Daten? Geodaten haben einen bestimmten Bezug zu einem Ort auf der Erde. Das heißt, wir können sie wirklich genau auf einer Karte verorten. Entweder direkt über eine Koordinate oder auch indirekt zum Beispiel über Adressen oder über zum Beispiel Flächen.
Welche Daten können wir denn jetzt in der Praxis verwenden? Im Wesentlichen unterscheiden wir hier zwischen einerseits den internen Daten, die Ihr Unternehmen im Detail beschreiben, das heißt den Ist-Zustand abbilden. Und hier können wir beispielsweise Ihre Kundendaten, Kundenadressen oder Händlerstandorte oder auch zum Beispiel Online-Käufer abbilden. Hinzu können wir dann eben auch noch gewisse KPIs nehmen und diese abbilden, zum Beispiel verschiedene Umsätze oder aber auch zum Beispiel Informationen zu Wartungsintervallen oder zu Ihren Produkten. Wenn Sie zum Beispiel Kassenbefragungen durchführen, können wir die PLZ-Daten ebenfalls nutzen, um beispielsweise das tatsächliche Einzugsgebiet um einen Standort herum zu ermitteln. Das heißt, Sie sehen schon, im Wesentlichen haben Sie bestimmt schon einige Daten, die Sie in Ihrem Unternehmen gesammelt haben, die wir hier verwenden können und auch visualisieren können. Wichtig ist immer nur, dass wir einen Raumbezug herstellen können, beispielsweise über eine Adresse. Auf der anderen Seite haben wir dann jetzt hier noch die externen Daten. Diese Daten beschreiben Ihr Umfeld, Ihren Markt. Und wir arbeiten mit zahlreichen Datenpartnern zusammen und können dann eben auch entsprechende Daten zukaufen für Sie. Als Beispiel, wir können Wettbewerberstandorte darstellen, wir können aber auch zum Beispiel potenzielle Neukunden visualisieren oder aber auch zum Beispiel unterschiedliche Marktdaten. Da können wir also Informationen zur Soziodemografie oder aber auch zu unterschiedlichen Kaufkräften. Im Wesentlichen lässt sich jetzt hier zusammenfassen, je mehr Daten Ihnen zur Verfügung stehen, also sowohl interne als auch externe Daten, desto fundierter werden letztendlich Ihre Analysen. Jetzt kommen wir wieder zurück zum WigeoWeb. Jetzt ist natürlich auch interessant zu wissen, wie bekommen Sie denn überhaupt Ihre Daten in unser System? Da ist es abhängig, welche Anforderungen Sie haben und dementsprechend stehen Ihnen dann auch unterschiedliche Optionen bei uns zur Verfügung. Wir haben jetzt mal die verschiedenen Optionen hier grob in 3 Kategorien eingeteilt. Wir starten jetzt mal auf der linken Seite. Wir gehen davon aus, dass Sie eine geringe bis große Datenmenge haben, aber sehr, sehr seltene Updates notwendig sind. Das heißt, hier werden wir Ihre Daten sowieso, machen wir immer bei jedem Projekt, konfigurieren und ins WigeoWeb laden. Und wenn Sie aber sagen, Sie möchten nach 1 oder 2 Jahren zum Beispiel mal ein komplettes Update haben, dann machen wir das nach Bedarf. Im System selbst können Sie natürlich auch mit dem Datenstand immer weiterarbeiten. Und das betrifft auch die Daten, die wir über Datenpartner zum Beispiel beziehen. Auch hier werden wir dann sozusagen die Updates immer für Sie durchführen. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Wir gehen wieder davon aus, dass Sie eine geringe bis große Datenmenge haben, aber diesmal haben Sie deutlich häufigere Updates in Ihren Daten. Hier stehen Ihnen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Entweder Sie laden Ihre Daten über das Content-Management-System hoch. Das Content-Management-System ist sozusagen im Hintergrund und Sie können damit, das ist im Endeffekt ein Bedienpult, das es erlaubt, die Inhalte in der WigeoWeb-Anwendung darzustellen, ohne dass Sie Programmierkenntnisse benötigen. Wenn Sie jetzt aber sagen, das Content-Management-System benötigen wir nicht, dann ist es auch möglich, dass wir einen kleinseitigen Upload-Button für Sie konfigurieren. Oder was als dritte Option zur Verfügung steht, dass wir einen automatischen Upload über den FTP-Server, FTP steht für File Transfer Protocol, durchführen. Das ist im Endeffekt ein Austauschserver. Sie legen dort Ihre Daten ab und wir ziehen dann eben die entsprechenden Daten ins WigeoWeb ein. Wichtig bei all diesen Optionen ist, dass wir die Tabellenstruktur, die wir im Vorfeld mit Ihnen gemeinsam festgelegt haben, auch weiterhin so bekommen, wie wir sie besprochen haben. Kommen wir jetzt zur dritten Kategorie. Wenn Sie jetzt sehr, sehr große Datenmengen haben und deutlich häufigere Updates benötigen, dann macht es einfach Sinn, dass wir Ihr System per Schnittstelle an unser WigeoWeb anbinden. Wir unterstützen hier alle gängigen CRM, ERP oder auch anderweitige Datenanalyse-Tools. Welche Option am Ende für Sie die richtige ist, werden wir in Gesprächen mit Ihnen gemeinsam herausfinden und Sie natürlich an die Hand nehmen. Kommen wir jetzt wieder zurück zum WigeoWeb. Schauen wir uns mal an, wie wir Kundendaten in unser System laden. Hierfür haben wir jetzt eine Kundentabelle mitgenommen, die wir uns jetzt mal im Detail etwas näher anschauen. Und zwar sehen Sie jetzt hier, wir haben einerseits Vor- und Nachname der Kunden enthalten. Hier könnte aber natürlich auch der Firmenname stehen. Wir haben auch die
Adresse drinnen. Über diese können wir dann eben auch die Kundenpunkte im Vigeo Web dann darstellen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben jetzt hier auch weitere KPIs, nämlich einmal den Kundentyp mit ABC-Kunden und wir haben unterschiedliche Umsätze vom laufenden Jahr, Vorjahr und auch von Q1 und Q2. Und wir haben jetzt hier auch noch den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter enthalten. Katharina, können wir jetzt kannst du uns zeigen, wie wir diese Kundentabelle mal ins Vigeo Web hochladen? Sehr gerne. Dafür wechsle ich wieder ins Vigeo Web und zeige Ihnen, wie der Upload funktioniert. Wir haben hierfür den kleinzeitigen Upload schon mal eingerichtet, um Ihnen herzuzeigen. Wichtig hierbei ist, wie schon gesagt, dass die Datenstruktur immer gleich bleibt. Wir kommen hier über diesen Download- und Upload-Button und hier über den Reiter Upload. Hier haben wir die Möglichkeit, auch verschiedene Upload-Möglichkeiten hochzuladen. Beispielsweise könnten Sie neben Kundendaten auch noch Vertriebsmitarbeiter hochladen. Außerdem können Sie verschiedene Dateitypen hochladen. Neben der Excel-Datei wäre auch noch beispielsweise ein CSV möglich. Mit dem Klick hier auf Upload wählen Sie Ihre Datei aus, öffnen diese und Sie sehen hier schon mal einen ersten Überblick über Ihre Datei. Welches Tabellenblatt verwendet wird, wie viele Zeilen importiert werden, wie groß es ist. Und hier sieht man auch schon die Spaltenzuweise, welcher Spalte im Vigeo Web zugeordnet wird. Durch die Voreinstellung brauche ich hier nichts mehr tun, lediglich mit Weiter bestätigen. Was passiert jetzt im Hintergrund? Im Hintergrund wird jede Adresse mit unserer hausinternen Join Address Datenbank abgeglichen und für jede Adresse eine Koordinate angelegt. Somit kann die Adresse im Vigeo Web verortet werden und in der Karte dargestellt. Außerdem wird noch dazu die ID abgeglichen. In unserem Fall wird jetzt beispielsweise geschaut, gibt es die ID schon, dann wird dieser Datensatz lediglich abgedatet. Gibt es diesen Datensatz noch nicht, wird er hinzugefügt. Das ist aber auch je nach Ihren Bedürfnissen, können wir hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Wenn der Upload dann nun fertig ist, kommen Sie über diesen Button in das Layer-Fenster. Hier können Sie auch nochmal mit dem Pfeil dieses Fenster ausklicken oder wieder einblenden oder mit X auch wieder ganz schließen. Das Layer-Fenster ist in verschiedene sogenannte Layer-Gruppen unterteilt, um eine Übersichtlichkeit zu erhalten und eben die einzelnen Layer einzusortieren. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich das Menü. Und hier sind auch schon unsere Kundendaten. Mit einem Blick auf die Karte sehe ich nun ganz genau, wo sich meine Kunden befinden und wie diese in Deutschland verteilt sind. Wir haben jetzt unglaublich viele Informationen in unserer Excel-Tabelle gehabt. Wie sehe ich denn jetzt, welche Information zu welchem Datenpunkt gehört? Kannst du uns das zeigen? Sehr gerne. Für dies zoome ich ein bisschen näher ran, damit wir einen Überblick haben. Damit wir jetzt nun die Daten sehen, öffne ich hier mit diesem Button die Datentabelle. Und wir sehen schon an der Tabelle, wir haben die gleiche Struktur, wie wir sie vorhin in dem Excel gesehen haben. Wir haben den Vornamen und den Nachnamen, wir haben die Adresse, die verortet wurde und die restlichen KPIs, die wir auch vorher schon in unserer Excel-Tabelle hatten. Nun kann ich hier über die Selektion einen Punkt in der Karte markieren, wenn mich dessen Informationen interessieren. Und hier sehe ich den markierten Ort, den markierten Eintrag in der Tabelle und kann anschauen, welche Einträge der hat. Andersherum kann ich aber auch in der Tabelle einen Eintrag markieren und sehe, wo in der Karte befindet sich dieser Eintrag. Diesen habe ich hier. Wenn ich ihn nicht auf Anhieb finde, kann ich mit diesem Button auch ganz einfach ganz nah an ihn heranzoomen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den eingangs erwähnte Einstellung hinweisen, hier welche Dateninhalte in meiner Datentabelle zu sehen sind. Hier wird jetzt nur, nachdem er eingeschalten ist, nur der Dateninhalt angezeigt, den hier im Kartenfenster zu sehen ist. Das heißt, ich habe einen Eintrag in der Datentabelle. Schalte ich diesen an, sehe ich alle Dateien in ganz Deutschland. Für die Übersichtlichkeit werde ich das hier aber eingeschalten lassen. Eine weitere Möglichkeit ist, wie ich Informationen abgreifen kann, ist hier das Abfrageergebnis. Mit dem Abfrageergebnis klicke ich einen Punkt an und sehe hier rechts im Fenster
eine vordefinierte Auswahl an Informationen genau über diesen Punkt. So kann ich auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen sehen. Benötige ich jetzt allerdings auch noch die restlichen Informationen zu diesem Punkt, kann ich hierüber diesen Punkt selektieren und sehe wieder in der Attributtabelle, um welchen Punkt es sich handelt und die Informationen dazu. Ja, jetzt haben wir immer nur einen Datenpunkt selektiert. Wäre es auch möglich, jetzt mehrere auf einen Schlag auszuwählen? Ja, das kann ich auch machen. Zum einen kann ich natürlich hier in der Attributtabelle einfach mehrere Punkte auswählen. Ich habe aber auch hier über das Selektionsmenü die Möglichkeit, andere Selektionsvarianten auszuwählen. Die funktionieren alle ähnlich und ich zeige das jetzt hier anhand von dem Kreis. Ich klicke einfach mit einem Klick in die Karte, ziehe dann einen Kreis auf und bestätige diesen wiederum mit einem Klick in die Karte. Und alles, was sich in diesem Kreis befindet, wird nun selektiert. Und hier sehe ich auch schon, hier oben in dem Kopf sehe ich, wie viele Datenpunkte selektiert wurden. Und in der Attributtabelle sehe ich, um welche Einträge es sich handelt. Und hier in dem Kopf der Spaltenbezeichnung sehe ich gleich die aufsummierten Werte. Somit erkenne ich auf einen Blick, wie viel Umsatz diese selektierten Einträge und Kunden machen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass wir relativ viele Datenpunkte auch visualisiert haben. Können wir jetzt auch gezielt nach einem Kunden zum Beispiel suchen? Auch das ist möglich. Ich kann hier oben wieder die Suchleiste verwenden. Mit der Suchleiste möchte ich diesmal aber nicht eine Adresse suchen, sondern diesmal möchte ich in einem bestimmten Layer suchen. Auch das ist möglich. Hierzu wähle ich einfach den Layer aus, in dem ich suchen möchte, und nun suche ich in diesem Layer. Auch hier habe ich eine Autovervollständigung und es wird in allen Spalten und in allen Zeilen gesucht. Das heißt, wenn ich hier eingebe, was ich suchen möchte, werden mir alle Treffer angezeigt. Und auch hier suche ich den Gesuchten aus. Die Karte springt sofort auf diesen Punkt hin. Mir wird dann nochmal durch den orangen Pin angezeigt, wo sich der Punkt befindet, und ich kann die Informationen direkt ablesen. Und an dieser Stelle sind wir auch schon mit dem ersten Teil unseres Webinars fertig. Sie haben in diesem Teil gesehen, wie unsere Oberfläche des Videowebs ausschaut, inklusive des Menübands und den Einstellungen. Außerdem haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie eine Adresse suchen und auch wie Sie reverse geokodieren können. Doriana hat Ihnen gezeigt, wie Sie Daten ins Videoweb einbinden, welche Daten Sie ins Videoweb einbinden und welche Upload-Möglichkeiten Sie haben. Ich habe Ihnen dann gezeigt, wie beispielsweise der clientseitige Upload funktioniert, wo Sie die Datentabelle finden und wie Sie die Informationen abrufen lassen. Jetzt haben wir gesehen, wie wir Daten hochladen und auch die Informationen dazu abrufen lassen. Aber kannst du uns noch einen Überblick darüber geben, wie man Daten visualisieren kann? Ja klar, sehr gerne. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil unseres Webinars, nämlich zur Visualisierung und Editierung von Daten. Wie wir Ihre Daten letztendlich visualisieren, hängt sehr stark von der Ausprägung Ihrer Daten ab, also ob es sich um metrische oder nominale Werte handelt. Hier im Hintergrund sehen Sie jetzt eine Auflistung und diese wollen wir jetzt mal gemeinsam betrachten. Wir fangen mal mit dem Einzelsymbol an. Hier werden alle Objekte eines Layers mit dem gleichen Symbol versehen. Das eignet sich vor allem für die Darstellung von gleichwertigen Objekten, wie zum Beispiel bei Flächen oder Polygonen haben wir Landesgrenzen oder zum Beispiel auch die Postleitzahlen. Und bei den Punktdaten können wir zum Beispiel auch Ihre eigenen gleichwertigen Standorte mit einem und demselben Symbol darstellen. Hier ist es natürlich auch möglich, zum Beispiel Ihr Logo einzufügen. Bei den Punktdaten bekommen wir hier einen sehr guten Überblick über die räumliche Verteilung Ihrer Daten. Allerdings haben wir keine Hinweise darauf, wie die einzelnen Ausprägungen in den Daten aussehen. Und da kommen wir jetzt zum Einzelwert. Die Einzelwertdarstellung eignet sich besonders, um qualitative Merkmale abzubilden, vor allem bei Daten, die sich in keine natürliche Reihenfolge bringen lassen. Hier sehen Sie schon, bei den Flächen und Polygonen haben wir die Vertriebsgebiete abgebildet. Das heißt, jeder Vertriebsmitarbeiter bekommt hier eine eigene eindeutige Farbe zugewiesen. Bei den Punktdaten haben wir bei den Standorten jetzt die unterschiedlichen Sortimente. Diese haben auch jeweils ein eindeutiges Icon erhalten. Und so sehen Sie dann eben auch sofort, wo welche Kategorie vertreten ist.
Dann haben wir noch die abgestuften Farben. Die werden verwendet, um qualitative Daten bzw. kontinuierliche Daten darzustellen. Hier wird meistens ein kontinuierliches Farbschema gewählt mit unterschiedlichen Schattierungen einer und derselben Farbe. Das eignet sich besonders zur Darstellung von Umsatzdaten oder aber auch zum Beispiel, um die Bevölkerungsdichte abzubilden. Diese sehen Sie jetzt hier, das heißt, die hellblaue Farbe zeigt in dem Gebiet eine sehr geringe Bevölkerungsdichte an, während wir bei einer dunkleren Färbung eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben. Manchmal ist es jetzt auch so, dass Daten auch um einen bestimmten Schwellenwert herum schwanken können. Das kann ein Nullwert sein, kann ein Medianwert sein oder aber auch ein selbst festgelegter Wert. Anstatt jetzt hier nur ein Farbschema zu wählen, kann man auch zwei wählen und eben bei dem Schwellenwert sozusagen eine kritische Unterbrechung machen. Da haben wir als Beispiel mal hier unterschiedliche Lagen bei den Punktdaten mitgebracht. Sie sehen, wir haben hier Lagen von schlichter bis exklusiver Lage und man sieht hier eben auch schon, dass die Mainstream-Lage sozusagen als Schwellenwert gewählt wurde. Und so sieht man dann eben auch auf einen Blick bestimmte Muster bzw. eben auch den Schwellenwert auf einen Blick. Dann haben wir noch die Heatmap bzw. auch Dichtekarte genannt. Das ist nochmal eine andere Form der Darstellung der abgestuften Farben. Und diese Visualisierung eignet sich besonders, um Muster in vielen unübersichtlichen Datenpunkten erkennbar zu machen auf einen Blick. Das heißt, hier werden die Punkte in einem bestimmten Bereich ausgezählt und dann eben in der Heatmap mit einer bestimmten Farbe dargestellt. Also wir sehen, bei der Hofstadt haben wir jetzt sehr viele Kundenpunkte. Und diese werden dann in der Heatmap mit einer weißlich bis rötlichen Färbung dargestellt. Während eben wenige Kundenpunkte dann eher mit so bläulichen Spots hier angezeigt werden. Dann haben wir noch die abgestuften Symbole. Diese eignen sich besonders, um quantitative Unterschiede in den Daten sichtbar zu machen. Ideal ist das zur Darstellung von Mengenunterschieden. Zum Beispiel der erzielte Umsatz von Kunden oder auch zum Beispiel die Verkaufsflächengröße. Das sieht man hier jetzt auch ganz schön. Wir sehen, die Punkte sind eben in unterschiedlichen Größen dargestellt. Diese sind nicht proportional, sondern frei wählbar, sodass man eben den Mengen- oder Größenunterschied auf einen Blick erkennen kann. Dann haben wir noch die Kombination aus abgestuften Symbolen und Farben. Diese Methode eignet sich besonders, um zwei Werte gleichzeitig interpretieren zu können. Das heißt, es wird so nicht nur sichtbar, wie groß ein Wert im Vergleich zu einem anderen ist, sondern eben auch, wie die Ausprägung innerhalb einer zweiten Messgröße ist. Wir haben hier mal die ABC-Kundenklassifizierung mitgebracht. Das heißt, farblich haben wir hier die ABC-Kunden dargestellt und da die A-Kunden einen höheren Umsatz erzielen als die C-Kunden, haben wir hier eben auch noch die Symbolgröße angepasst. Ein weiteres Beispiel wäre, dass wir Standorte zum Beispiel nach Verkaufszahlen über die Symbolgröße darstellen und gleichzeitig dann zum Beispiel über die Farbgebung die Kundenzufriedenheit abbilden. Ja, jetzt haben wir vorhin Kundendaten in unser VigeoWeb hochgeladen. Katharina, kannst du uns zeigen, wie wir diese Kundendaten jetzt im VigeoWeb visualisieren können, um auch erste Muster zu erkennen? Klar, dazu gehen wir wieder in unsere Anwendung. Ich schließe nur eben die Attributtabelle, damit wir einen besseren Überblick haben. Und hier sehen wir auch schon unter dem Layer eine Vielzahl an Symbolen, die wir nun der Reihe nach alle durchgehen. Zuallererst möchte ich auf die gesamte Ausdehnung des Layers zoomen, um wieder den Überblick über alles zu bekommen. Nun machen wir die angesprochene Klassifikation. Hier, das ist je nachdem, was Sie brauchen, können wir verschiedene Dinge einstellen. Wir haben hier schon mal vorbereitet, einmal den Kundentyp, wie schon angesprochen, damit Sie eben genau erkennen, wie teilen sich meine verschiedenen Kunden auf, wo sind meine A, B oder wo sind meine C-Kunden. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine weitere Klassifikation einzustellen, und zwar indem ich sie nach dem Vertriebsgebiet darstelle. So kann ich auf einen Blick erkennen, welchem Vertriebsmitarbeiter der Kunde zugeordnet ist und wie sich die Gebiete aufteilen. Wenn ich eine Klassifikation ändern möchte, muss ich mit lang gedrückter Maustaste wieder draufdrücken und komme so wieder ins Menü. Ich kann jetzt aber auch noch zusätzlich einen Filter einstellen, wenn ich mir nur bestimmte Punkte anzeigen möchte. So kann ich mir beispielsweise anzeigen, ich möchte hier nur die A-Kunden sehen, und zwar die A-Kunden, die einen Umsatz von größer gleich 1000 machen. Und so kann ich auch das auf den ersten Blick sehen.
Für die Beschriftung zoomen wir jetzt nochmal näher ran, um das besser zu sehen. Die Beschriftung stelle ich mit diesem Button ein. Ich kann hier auch verschiedene Beschriftungen einstellen. Ich kann hier mir nur den Umsatz anzeigen lassen oder ich kann mir den Umsatz und den Namen anzeigen lassen. So sind auch wieder wichtige Informationen auf den ersten Blick ersichtlich. Über die Zahnräder komme ich wieder in das Fenster der Einstellungen und ich kann auch hier über die verschiedenen Reiter nochmal durchklicken, was ich benötige und die Einstellungen vornehmen. Ich möchte Ihnen jetzt noch die Heatmap zeigen. Hierzu schalte ich die Klassifikation, den Filter und die Beschriftung wieder aus, damit man das besser erkennen kann. Für die Heatmap kann ich auch noch einstellen, welche Deckkraft die hat. Wenn ich beispielsweise dahinter noch einen anderen Layer habe, den ich auch sehen möchte, kann ich die Deckkraft noch variieren. Und hier sieht man nun anhand von der Heatmap ganz genau, wo viele meiner Kunden auf einen Haufen vertreten sind. Wie sieht das Ganze denn jetzt mit flächenhaften Darstellungen aus? Haben wir da einen Beispieldatensatz mitgebracht? Ja, auch kann ich die ganzen Einstellungen noch an den Flächendaten zeigen. Hierfür habe ich Postleitzahlen mitgebracht. Und auch hier bei diesem Layer sieht man hier diese Reihe an Symbolen unter dem Layer, wo ich die Einstellungen vornehmen kann. Und wie Sie gesehen haben, war, wie ich diesen Layer schon eingeschalten habe, schon eine Standardklassifikation eingestellt. Hier sieht man auf den ersten Blick die Einwohnerdichte. Also wo sind viele Einwohner auf dem gleichen Raum und wo eben wenig Einwohner. Aber auch hier kann ich mit dem Button Klassifikation die Klassifikation nochmal ändern. Hier zum Beispiel der Kaufkraftindex. Hier haben wir wieder die Schwellenwertabbildung. Die Kaufkraft gibt an, wie kaufkraftstark eine Postleitzahl von Deutschland ist. Die Mitte von Deutschland oder der Durchschnitt von Deutschland ist 100. Das ist unser Schwellenwert. Alle Werte, die niedriger als 100 sind, werden hier in Rot dargestellt. Alle Werte, die höher als 100 sind, werden in Grün dargestellt. Ich kann aber auch hier bei der Fläche einen Filter einstellen und kann mir nur die Kaufkraftgebiete anzeigen, die höher als 100 sind. Und so kann ich auch hier wieder auf einen Blick erkennen, wo sind meine relevanten Daten und die interessanten Informationen. Aber auch bei der Fläche kann ich Beschriftungen einstellen. So zoome ich wieder ran und klicke hier auf Beschriftungen und kann mir anzeigen, um welche Postleitzahl handelt es sich. So sehe ich auf den ersten Blick, wo sind wir eigentlich. Ja, jetzt hast du uns einen sehr guten Überblick darüber gegeben, wie wir unterschiedliche Daten visualisieren können und auch schon welche ersten Erkenntnisse wir aus den Daten ziehen. Und das rein über das Setzen von Filtern und der Klassifikation. Jetzt interessieren sich unsere Kunden häufig auch dafür, sage ich mal, die Daten innerhalb des Systems zu editieren. Kannst du uns zeigen, welche Optionen wir da haben? Ja, sehr gerne. Dazu schalte ich auch wieder unseren Kundenlayer ein. Für die Editierung gehen wir nun wieder hier in die Datentabelle rein und jetzt fangen wir gleich an. Wir haben einen neuen Kunden und möchten den neu in unsere Tabelle mit aufnehmen. Dafür haben wir diesen Button hier. Hier klicke ich diesen einfach an und ich kann mit einer lang gedrückten Maustaste wieder in die Karte klicken. Und wie wir es eingangs schon mit der Adresssuche gesehen haben, haben wir hier wieder die Adresse eingetragen. Außerdem haben wir hier die Eigenschaften bearbeiten. Das heißt, diese Adresse wird auch dann in unserem Adresspunkt übernommen, sodass ich die Adresse gar nicht mehr eingeben muss. Wenn ich mit der Adresse einverstanden bin, klicke ich hier auf Weiter, komme in die Attributtabelle und gebe hier weitere Informationen ein, die zu diesem Kunden, den ich eintragen möchte, gehören. Mit Klick auf Speichern bestätige ich diesen Punkt. Ich kann nun hier in der Attributtabelle sehen, welche Einstellungen ich vorgenommen habe und was ich eingetragen habe. Habe ich mich jetzt allerdings verklickt oder der Kunde ist umgezogen und ich möchte diesen Punkt nochmal verschieben, kann ich das mit diesem Button machen, Position verschieben. Hier kriege ich eine Hilfslinie und klicke auch hier wieder mit lang gedrückter Maustaste an die neue Stelle hin. Und nun habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann nur die Position verschieben. Das ist beispielsweise, wenn zwar die Adresse richtig ist, aber der Punkt einfach an der falschen Stelle liegt.
Zum Beispiel, weil der Punkt eigentlich im Rückgebäude ist oder an der falschen Straßenecke liegt. Dann wähle ich diese Position. Wenn ich die Position und die Adresse ändern möchte, wähle ich das hier, weil auch die Adresse falsch ist. Und auch hier sehen wir nun, die neue Adresse wird übernommen und ich muss selber keine Adresse eintragen. Bestätige ich mit OK, wandert der Punkt an die neue Adresse und ich sehe hier in der Attributtabelle, dass die neue Adresse schon gleich eingetragen wurde. Möchte ich jetzt allerdings nur Einträge in der Attributtabelle ändern, beispielsweise möchte ich den Kundentyp nochmal ändern oder ich möchte hier noch ergänzende Informationen vornehmen, kann ich das mit diesem Stiftsymbol machen. Hier gehe ich rein, es öffnet sich wieder das Fenster und ich kann hier noch zusätzliche Eintragungen machen. Ich klicke wieder auf Speichern und ich sehe, die Eintragungen wurden übernommen. Habe ich jetzt am Ende, sage ich, der Kunde ist nicht mehr in meiner Datei und ich möchte diesen Kunden nun wieder direkt im System herauslöschen, habe ich auch dafür die Möglichkeit. Hier mit der Mülltonne kann ich diesen Punkt wieder rauslöschen. Ich werde nochmal gefragt, ob ich mir wirklich sicher bin und mit Bestätigen ist der Punkt sowohl in der Karte verschwunden als auch in meiner Attributtabelle. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende des zweiten Teils. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir Ihnen jetzt gezeigt haben. Zu Beginn haben wir Ihnen die verschiedenen Visualisierungsoptionen aufgezeigt und Katharina hat Ihnen dann auch gezeigt, wie die Kundendaten im System selbst aussehen. Als nächstes hat sie auch noch gezeigt, wo Sie die Klassifikationsfunktion finden und wie Sie Filter auf Ihre Daten anwenden. Und wir haben Ihnen auch gezeigt, wie Sie zum Beispiel die Heatmap auf unübersichtliche Datenpunkte visualisieren. Zum Schluss sind wir dann noch auf die verschiedenen Editierungsoptionen eingegangen. Katharina hat Ihnen gezeigt, wie Sie einen Datenpunkt verschieben können, wie Sie diesen bearbeiten und auch wieder rauslöschen. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Teil unseres Webinars und zwar widmen wir uns jetzt den Analysen. An der Stelle möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, was bedeutet es denn überhaupt, mit einem Geoinformationssystem Analysen durchzuführen? Mit einem GIS ist es möglich, räumliche und thematische Daten zu untersuchen und eben bestimmte Erkenntnisse und Muster aus den Daten zu ziehen. Das haben wir jetzt Ihnen auch vorhin gezeigt. Und möglichst damit einen so großen Erkenntnisgewinn zu schaffen, der Sie wiederum in Ihren Entscheidungen unterstützen kann. Mit unserem WiGeoWeb ist es jetzt möglich, verschiedene Analysen durchzuführen. Hier im Hintergrund sehen Sie ein Venn-Diagramm mit den verschiedenen Analysebereichen, mit denen wir uns bei der WiGeoGIS beschäftigen. Und wir können in diesen Bereichen unterschiedlich, also mit den Analysen, unterschiedliche Antworten auf Fragen finden. Wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Bereiche etwas näher an. Bei der Marktanalytik zum Beispiel können wir uns angucken, wie Ihre Zielgruppe aussieht und vor allem, wo sie auch zu finden ist. Des Weiteren können wir uns anschauen, wie hoch Ihr Marktpotenzial ist und wo vor allem auch noch Marktpotenzial da ist. Des Weiteren können wir uns auch anschauen, wo zum Beispiel noch Ihr Mitbewerb ist und genau, wie sich dieser auf Sie, oder wie der sich auf Sie beeinflusst. Genau, wichtig hierbei ist natürlich auch, dass wir bestimmte Daten haben, um eben dann auch Fragen beantworten zu können. Dann haben wir noch den Bereich der Standortanalytik. Hier können wir uns anschauen, wie Ihre Standorte performen, also welche Standorte objektiv betrachtet gut sind und welche es noch gilt zu verbessern. Wir können uns auch anschauen, wo zum Beispiel auch noch Potenzial für neue Standorte besteht, ohne zum Beispiel andere zu kannibalisieren. Wir können an der Stelle auch noch etwas weiter reingehen, nämlich in den Bereich des Category Managements. Wir können uns anschauen, wo zum Beispiel bestimmte Produkte gut performen und wo zum Beispiel auch gewisse Packungsgrößen sehr gut ankommen. An der Stelle möchte ich auch noch kurz auf unser letztes Webinar verweisen. Meine Kolleginnen haben sich sehr intensiv mit dem Thema der Standortanalytik befasst und auch zahlreiche spannende Fallbeispiele gezeigt. Wenn Sie daran Interesse haben, kommen Sie gerne im Nachgang auf uns zu. Wir werden Ihnen die Aufzeichnung dann zukommen lassen. Dann haben wir jetzt noch den Bereich der Gebietsplanung. Hier können wir uns anschauen, wie Ihre Vertriebsgebiete ausschauen oder auch Servicegebiete, ob zum Beispiel die Arbeitslast optimal verteilt ist oder auch das Potenzial. Und wir können auch gucken, zum Beispiel, ob ein Vertriebs- oder Servicemitarbeiter auch optimal in den Gebieten liegt.
Kann man natürlich nicht immer beeinflussen, aber wenn Sie zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter suchen, kann man das natürlich auch mit einfließen lassen. Die ganzen Informationen können Sie natürlich auch für Ihre Mediaplanung verwenden. Wenn Sie wissen, wo Ihre Zielgruppe ist, lässt sich das natürlich auch sozusagen für Ihre Mediaplanung dann verwenden. Jetzt können wir in diesem Webinar leider nicht auf alle Bereiche eingehen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Stattdessen fokussieren wir uns auf 2 praxisrelevante Funktionen in unserem VideoWeb. Katharina wird uns jetzt gleich im Anschluss zeigen, wie wir ein Einzugsgebiet berechnen und dann eben auch Selektionen auf andere Layer übertragen. Wir wechseln hierzu wieder zurück ins VideoWeb. Und zuallererst ein Einzugsgebiet. Ein Einzugsgebiet zeigt, wie weit eine Person von einem Standort aus gesehen in jede Richtung kommt, je nachdem, ob ich Distanz oder nach Zeit wähle. Hierzu gehe ich wieder von einem Standort aus und wir nehmen an wieder einen Startpunkt in unserer Karte. Das könnte auch ein Punkt aus Ihrer Attributtabelle sein, wenn Sie von einem bestimmten Kunden losstarten. Hier wählen wir jetzt einen Punkt in der Karte und hier finden Sie das Einzugsgebiet. Sie haben die Möglichkeit, auch mehrere Einzugsgebiete gleichzeitig zu berechnen. Wir werden jetzt nur eins berechnen. Und hier sehen Sie schon, Sie haben die Wahl. Sie können entweder eine fußläufig oder eine Auto-Einzugsgebiet rechnen und Sie haben die Wahl zwischen entweder Sie möchten eine Entfernung nehmen oder eben die Zeit. Wir werden hier ein Einzugsgebiet berechnen, was 20 Minuten Reichweite hat. Wir sehen also hier in diesem Einzugsgebiet Orte, die in 20 Minuten mit dem Auto erreichbar sind. Auf Basis des realen Straßennetzes, also eben nicht nur der Luftlinie. So sehe ich oder so weiß ich, welche Kunden oder auch Mitarbeiter in der Nähe sind und wie gut ein Standort erreichbar ist. Und wir können gezielt Marketingaktionen planen oder Vertriebsgebiete sinnvoll zuschneiden. Wenn ich nun dieses Einzugsgebiet habe, interessiert mich ja nun, wie viele Kunden befinden sich darin. Hierzu kann ich einfach das Einzugsgebiet wählen und mit diesem Button die Selektion übertragen. Somit wird auf die anderen Layer diese Selektion übertragen und ich sehe hier wiederum in meinem Kundenlayer, dass sich in diesem Einzugsgebiet 552 Kunden befinden. Ich sehe hier auch wieder die Summe von den Umsätzen, was eine spannende Information ist. Ich kann aber auch noch mir die Informationen aus den Potenzialdaten holen und kann hier auch die Selektion übertragen. Hier sehe ich dann auch, dass sich beispielsweise um mein Einzugsgebiet 109 Postleitzahlen herum befinden und sehe auch hier wieder in der Attributtabelle die Summe aus allen gewählten Spalten, je nachdem, welche Informationen ich abgreifen möchte. Nun kommen wir zum Export. Also jetzt habe ich mir Analysen generiert, ich habe Daten angeschaut, ich habe geschaut, was möchte ich und jetzt möchte ich die Daten wieder aus dem VideoWeb herausbringen. Da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann zunächst ganz einfach hier oben mit der Druckfunktion eine Karte erstellen. Hier schiebe ich die Karte in den blauen Rahmen ein, wähle hier aus, welches Format ich später haben möchte, gebe dem noch einen Namen und gehe hier auf Drucken. Da dieses länger dauert, habe ich das schon mal vorbereitet und was wir bekommen, ist hier eine Karte im PDF-Format. Diese können Sie beispielsweise Ihren Mitarbeitern weitergeben oder auch Kunden zur Verfügung stellen oder in irgendwelchen Präsentationen einbinden. Sie sehen hier in dieser Karte einen Überblick über die Punkte, über den Inhalt auf der ersten Seite und auf der zweiten Seite sehen Sie die Legende mit allem, was eben dazugehört zu der Karte. Das ist ein schönes Tool, wo ich ganz schnell Informationen eben rausbekomme. Eine weitere Möglichkeit, wie ich Daten herausbekomme, ist, dass ich die Daten exportiere. Und zwar geht es hier wieder über unseren Import oder Download und Upload, aber diesmal in dem Reiter Download. Ich kann hier wählen, welchen Dateityp ich haben möchte. Hier haben wir ein Excel eingestellt, es wäre aber beispielsweise auch noch ein CSV möglich. Bei den Daten kann ich auswählen, welche Daten ich exportieren möchte. Und hier können wir eben nur die aktuelle Auswahl
Was ganz spannend ist, wir haben ja gerade eine Auswahl generiert und ich möchte jetzt nur diese Kunden, die sich mit diesem Einzugsgebiet überschneiden, auch später exportieren, damit ich im Excel damit weiterarbeiten kann und wähle hier eben die aktuelle Auswahl. Und hier kann ich noch auswählen, welche Layer ich auswählen möchte. Hier interessieren mich natürlich jetzt die Kunden und die Potenzialdaten, damit ich damit eben später weiterarbeiten kann oder sie meinem Vertriebsmitarbeiter an die Hand geben kann, sage hier, das sind deine Kunden. Mit Export wird der Download gestartet und ich bekomme die Daten raus. Ich bekomme nun ein Excel, wo ich hier 2 Reiter habe. In dem einen Reiter habe ich meine Kundendaten und zwar genau die Anzahl, die auch in der Selektion drin waren und auch die überschnittenen Potenzialdaten. Neben diesen beiden Exportfunktionen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, gibt es noch die Report-Funktion, welche es ermöglicht, einen Bericht zu generieren. In diesem Bericht stehen dann weitreichende Analysen und werden in diesem Bericht zusammengefasst. Die Reporting-Funktion können wir nun leider nicht mehr zeigen, aber wir haben noch andere Webinare, die Sie gerne anschauen können, wo dies ausführlich gezeigt wird. Und damit schließen wir jetzt auch schon wieder den dritten Teil ab. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir Ihnen gezeigt haben. Wir haben Ihnen gezeigt, welche Analysebereiche wir bei der WGeoGIS abdecken. Anschließend hat Katharina das Einzugsgebiet gezeigt, wie wir das berechnen im System und wie man dann eben auch mit dem Einzugsgebiet eine Selektion auf andere Layer übertragen kann. Zum Schluss ist Katharina dann noch auf die verschiedenen Exportmöglichkeiten. Sie hat gezeigt, wie die Druckfunktion funktioniert, wie der Excel-Export funktioniert und dann zum Schluss ist sie auch noch auf die Reporting-Funktion kurz eingegangen. Doriana, wenn sich unsere Zuschauer jetzt entscheiden, wow cool, genau das brauchen wir auch. Welche Betriebsmodelle bieten wir denn an? Ja, klassischerweise hosten wir die Anwendung für unsere Kunden. Liegt einfach daran, dass sie geringere Kosten haben. Sie müssen sich keine Hardware anschaffen, sie müssen auch keine Infrastruktur in ihrem Unternehmen aufbauen und sie müssen sich auch nicht mit anderweitigen lästigen Aufgaben wie zum Beispiel Updates rumschlagen. Das übernehmen alles wir für sie. Das heißt, sie können sich wirklich 100% auf ihr Kernbusiness fokussieren. Um Ihre Datensicherheit müssen Sie sich ebenfalls keine Gedanken machen. Wir verarbeiten Ihre Daten DSGVO-konform und stellen diese auch eben entsprechend im System bereit. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie haben intern gewisse Vorgaben, dass Sie Ihre Daten nicht außer Haus geben dürfen, können wir natürlich auch die Anwendung auf Ihren Servern im Unternehmen für Sie bereitstellen. Ja, jetzt wissen Sie, wo es läuft. Wie geht es denn jetzt weiter? Wenn Sie Interesse haben, dann kommen Sie gerne im Nachgang auf uns zu. Wir werden dann im ersten Schritt eruieren, was Ihr Bedarf ist und welche Softwarelösung genau die richtige für Sie ist. Sie sagen uns dann auch, welche Daten Sie benötigen und wir werden dann die Anwendung für Sie aufbereiten und zur Verfügung stellen und meine Kollegin wird Sie dann anschließend auch einarbeiten und dann können Sie im Endeffekt auch schon durchstarten. Jetzt fragen Sie sich vielleicht noch, was kostet das Ganze? Unsere jährlichen Lizenzkosten beginnen bei 1.470 € pro Jahr und Sie kennen es vielleicht auch schon aus anderen Softwareprojekten. Wir haben immer noch eine Implementierungsphase, die wir dann eben auch aufwandsabhängig verrechnen. Hinzu kommen dann eben auch noch gewisse Daten. Bei der Standortanalytik ist es erfahrungsgemäß so, dass wir deutlich mehr Daten benötigen, einfach um den Standort genauer betrachten zu können, während wir zum Beispiel bei der Gebietsplanung schon mit Ihren eigenen Kundendaten starten können. Vielleicht noch kurz zur Einschätzung. Unsere kleinsten Projekte beginnen bei rund 3.000 € für einen User. Großartig, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt. Wir haben Ihnen heute im Schnelldurchlauf gezeigt, wie Sie vom Import der Daten über die Visualisierung und Bearbeitung, über die Analyse und Export bis hin zum Export kommen. Was wir Ihnen heute nicht gezeigt haben und worauf Sie sich nächstes Jahr freuen können, ist, wie Sie aus Ihren Daten heraus, aus der Tabelle heraus Charts erstellen können. Außerdem werden wir Ihnen zeigen, was für Task-Funktionen wir haben und wie Sie diese benutzen. Und was sich hinter dem Content-Management-System verbirgt. Jetzt bedanken wir uns erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und schauen mal, ob uns schon irgendwelche Fragen erreicht haben. Es kam gerade noch die Frage rein, ob man auch
selbst die Benutzeraccounts verwalten kann. Ja, das ist auch möglich. Das zeigen wir dann im Content-Management-System. Da kann man selbst die Benutzer verwalten. Gibt es noch weitere Fragen? Sollen wir noch mal irgendwas zeigen für Sie? Interessiert Sie noch etwas? Es kommt nichts mehr, dann würde ich sagen, schließen wir das ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit nochmal. Hier im Hintergrund sehen Sie unsere Kontaktdaten. Wenn Sie im Nachgang doch noch eine Frage haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.